Also wo wir im Heim waren, habe ich nicht mitbekommen. Ne? Also, aber wir haben ja auch Ausflüge, also mit den Heimbetreuer und in den Ferien. Wir kannten in Vietnam gar nicht Urlaub oder Ferien, Jugendherberge, sowas kennen wir in Vietnam nicht. Und das war für mich Neuland hier in Berlin. Also sagen wir, die Pädagogen sozusagen haben uns in den Ferien betreut. Und wir sind sozusagen mit dem Bus von Berlin West nach Westdeutschland gefahren, um dort Ferienlager zu verbringen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wir fahren durch ein Gebiet, was ich nicht kenne, ja, und genau, und dann so hat man immer Schritt für Schritt wahrgenommen, dass man, wenn man durchs Gebiet, dann muss man auch Pässe vorlegen, wird dann kontrolliert und dann fährt man eine Strecke, wird nochmal kontrolliert und dann freigelassen und so weiter. Also, und dann, wenn man irgendwie an einem anderen Ende wieder rauskommt, ja, und das war hier Richtung Braunschweig, rauskommen, wird nochmal kontrolliert und so, das hat man dann erst wahrgenommen. Und dann, wenn man durch die damaligen DDR oder Ostberlin gefahren war, die Straßen waren auch anders, ja, also dass man nicht aussteigen durfte und so weiter und so fort. Und als man in Westberlin, in Westdeutschland war, komplett anders. Ja, also Westdeutschland war die Lebenssituation und die Menschen komplett anders, der Umgang komplett anders. Und der endet dann wie in Westberlin. Ja? Und genau, und so hat man den Schritt für Schritt wahrgenommen. Und natürlich in der Schule lernt, wenn man Ausflüge macht, dann gibt auch Geschichtsunterricht. Ja? Und dann geht man auch entlang der Mauer. Es gab auch kurz wieder vor der Wiedervereinigung, haben wir auch Klassenreise nach Ostberlin gemacht. Ja, wir nutzen mal die U-Bahnhof Friedrichstraße. Ja, U-Bahnhof Friedrichstraße, wo da gibt Übergang Friedrichstraße für Schulklasse. Und ich weiß noch, wir sind nach Pankow gefahren. Nein, eigentlich nicht. Also die Ausflüge bezieht sich mir Ostberlin kennenzulernen, also den Eindruck zu bekommen, wie man in Ostberlin, wie man in Geschäfte reingeht, wo man einkaufen darf. Und also in Kontakt gekommen sind wir nicht, sondern nur den Eindruck von Ostberlin zu bekommen. Ja, das war interessant, wie wir solche Einreisebescheinigungen beantragen mussten. Ja, ich glaube, der Aufwand ist viel höher als der Ausflug alleine. Der Ausflug dauert 1-2 Stunden für die Schüler. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen und da existieren auch schon diverse Botschaften, die ungarische weiß ich noch, und da gibt es auch so interessante Bücherläden, ja, also und da haben wir auch bestimmte Bücher da gekauft, also für uns interessant, wir wurden ja von unserer Lehrer schon vorher ein bisschen vorbereitet, wo man sowas machen kann. Und, ja, also das ist so der Eindruck, dass ich da bis hier bei mir geblieben war. Oder die Trabanz, die ganze Verschmutzung der Luft. Ja. Aber das war für uns damals so ein kleines Abenteuer, also haben wir an der Umwelt gar nicht gedacht. Aber was für mich auch sehr prägend in der Zeit war, die U-Bahn Friedrichstraße. In der Friedrichstraße gab Geschäfte, wo man Westprodukte günstig einkaufen konnte. Ich weiß, ja, zum Beispiel Zigarette. Ja, und ich weiß nicht, wie viel man pro Fahrt einkaufen darf. Aber auf jeden Fall, das ist so ein kleiner Ausflug, so am Sonntag meistens, so mit meinem Vater. Wir sind von der U-Bahnhof Reinickendorf eingestiegen, fahren wir Richtung Kochstraße und dazwischen kann man in der Friedrichstraße aussteigen. Macht man einen großen Aufenthalt, holt man ein paar Schachtel Zigaretten, groß und günstig, weil haben wir damals auch keine Arbeit, also mein Vater hat keine Arbeit und natürlich spart man ein bisschen, ja. Und dann fährt man Kochstraße und so hat man so den geteilten Stadt so erlebt. Ja, und der Friedrichstraße war nicht nur wir, sondern halt eben alle möglichen Touristen oder Deutschen, die mal am Wochenende mal
kleine Besorgung hier in dieser, das hieß damals, ich glaube Intershop, hieß das damals. Ja, da kann man so Westprodukte günstig kaufen. Ja. Das ist die Strecke U-Bahnhof Reinickendorf zur Kochstraße und dazwischen die Friedrichstraße. Und das kenne ich noch sehr gut. Ja. Und dann macht man eben eine Richtung, 2 Packungen Zigaretten, weiß ich nicht mehr wie viel. Und die zweite Richtung, dann hat man für die Wochen gut versorgt mit Zigaretten. Ja.